Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Weil er I älter can't wurde. tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI. He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Ach, ist das nicht ein schöner Tag? Ah, schön, 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 schön. Ja. Guck mal, da gibt's Hotdogs. Was war noch über der Weste? Der Magensprenger oder sowas. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Wie man erklärt, dass hier ein Weg blockiert wurde. Alan Wake Logik. Kommt man auch das Ding lesen? Nö. Der Bellyburster, da ist er doch. Was war der dritte? Stardog? Der ist gar nicht drauf. Come on, mister. Ah, I'll take you to Entschuldigung. Rose's trailer. Ja. Komm. Ist okay. Der Stardog steht da gar nicht drauf. Stucky hat gelogen. Drecksack. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. Al. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Das ist die Dame, die will, dass die Lichtschalter dass die Lichtglühbirnen gewechselt werden. Für die Leute, die es jetzt noch nicht gecheckt haben. Guck mal! Rose hat sogar einen eigenen Schaukelreifen. This here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Ja, dann. Let's
Go in. Clock, clock. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! What? What? So geht's mir übrigens, wenn ich Kaffee trinke. Nur nicht so eskalierend. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. Das ist wieder unverhältnismäßig laut. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. So. Ich muss jetzt aber mal ganz kurz tonmäßig nochmal die Notbremse ziehen. Hoffentlich reicht das. Ach, guck mal. Man könnte meinen, Rose hat so ein... Reden wir nicht wieder drüber. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. I deserve more money. I'm so handsome. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Ich meine, hat's gut gemeint. Kann man ja schlecht böse sein, oder?
I just stepped outside to catch a breath of fresh air, and let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny. You know Danny, and, then I got in trouble with the law, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today, and now I'm just alone here at the window, waiting. Man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. Something's gonna happen. I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? How can I be sure? Solange sich die Leime die Coconut zusammenläuft. Oder so. Oh, guck mal, da ist er ja wieder. Der nette Verwalter, dessen Namen man vergessen hat. Nenn ihn einfach Walter. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Slane! What are you? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Take it easy on him. Get out of the way! Don't let him get away! Move it! Move it! Move it! I'll have you shot and let him get away! La 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 la. La 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 la. Was denkt ihr so im dunklen Wald, wenn ihr vor der Polizei und dem FBI davonlauft? Und jeden Moment wieder irgendwelche komischen Gestalten auftauchen könnten? I'm a serial kill, seamer to murder, blood, death. What? Okay, men, keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Oh, damn. Nein. Ah, es ist so schön. Da liegt eine Seite, da liegt eine Seite. He's gone. Come on, guys. We need to head him off. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain.
It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. So. Schnell. Da liegt eine Seite! Da liegt eine Seite! Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper. Her words ice cold and dark in Rose's ear. Klingt wie dieser komische Film habe ich letztens einen Trailer jetzt für gesehen. Hypnotic hieß der. Ich weiß noch nicht mehr, wer der Schauspieler war. Kann man da auch runter? Nee, das ist ein Baum. Nevermind. Hallo! So tust du hier? Da war irgendwo ein Polizist. Oh oh. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Telling me that geek writer just took out my deputies? Are you kidding? I mean, have you seen this guy? He wears a tweed jacket. Over. He's the guy we're chasing. If it's not him, who then? Bigfoot? Over. I don't know yet, but I'm not in the habit of jumping to conclusions. That tends to come back and bite you in the ass. Out. Immerhin ist die Breaker auf unserer Seite, ne? Also, das muss man ihr schon lassen. Die ist smart. Aber es an der Jacke festzumachen, das tut weh. You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! Nun. Was könnte heute Abend doch schief gehen? So genau will ich es gar nicht wissen. La. Also es ging nur 3 Stufen. Guck mal! Da ist schon wieder die Tankstelle vom Ende der ersten Episode.
Und da kommt wieder das Konzept der Open World von dem Spiel zu tragen. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on! Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both of them. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The, Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh, yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Nun. Jo. I could see the lights of the radio station in the distance. Und da wollen wir als nächstes hin. Das wird ein Spaß, sage ich euch. Das wird ein Spaß. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Oh, hallo! Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without it. Hallo, Nebby. Na? Ich wurde hier aus dem stillen Topf geholt. Ah, bitte einmal erschrecken. Zu spät habe ich schon. Sorry. Sorry, not sorry. Na, wie ist es? Geht's im Kopf? Welcher Kopf? Ach so. Da war was. So schlimm ist es. Kann nicht mal mehr richtig derpen. Oh. Das ist schlecht. Damit solltest du definitiv mal zum Arzt. Ruft mal bitte einer einen Arzt für Nebby. Sagt ihm einfach Alex, schickt ihn. Dann könnt ihr sich schon vorstellen. Ach, der pragmatische... Geschichten aus dem Paulanergarten. Genau. Cyril? Cyril, ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, dass die Läuferfigur auf Englisch Bishop heißt. Vielleicht. Vielleicht doch. Wer weiß. Hier ist fast genauso gut wie Bier. Oder Arzt. Ein Arzt, ja gut. Kann man machen. Taschenlampe! Eine Taschenschlampe. Entschuldigung. Da hat die Tür Puff gemacht. Nun. Noch mehr tote Polizisten. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Hm. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Was machen wir, wenn kein Bier da ist und kein Arzt zu erreichen, Nebby? Stimmt, die Polizei ruft. Klar. Ich wollte voll lässig da durchgehen und was mache ich? Ich kassiere erstmal 2 Schläge. Habe ich gut gemacht. Habe ich super gemacht. Das war voll pragmatisch in Bestform. Gute Nacht. Wie gute Nacht? Birdie lässt uns alleine? Birdie! Du kannst uns doch nicht alleine lassen. Dein Club, der macht Hackfleisch aus uns. Aber danke, dass du da warst, Dirty. Ich wünsche dir eine schöne gute Nacht. Ich hoffe, du kannst nach diesem Spiel gut schlafen. Und hast vielleicht Spaß, am Donnerstag nochmal einzuschalten für die nächste Runde. Da ist unser Clubkreis geredet. Entschuldigung, die Tür ist umgefallen. And here's another
Every day's great at your Junas. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's Ist just up Donnerstag. the road from me, too. What's going on, do you know? Danke fürs dabei sein. No, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Diese schreckliche Happy Töne. They're popping off guns. I'm in der Zone. They're still shooting? No, it was maybe 10, 15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Well, I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Ba 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 Barbaran, ba 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 Barbaran. Oh, explodiert auch on Contact. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ach, komm schon! Boink. La 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 la. Warum habe ich Bobby Bubble im Kopf? Ist ja noch schlimmer. Oh oh. Ich weiß nicht, was da gerade im Chat los ist. Irgendwas ist da aufgetaucht. Au! Krieg ich jetzt noch eine drauf? Ah. Habe ich schon richtig gesehen. Run, Boy, run. Kann man die Nachricht nicht killen? Bin ich doof? Aber danke fürs Reagieren, EK. Das ist die ziemlich zerhackstückelste Nachricht, die ich je gelesen habe. Sei denn, du wolltest 10 extra Zuschauer. Nee. Nee, nicht so wirklich. Nee. Aber wie kann man die Nachricht löschen? Warum kann man... Hä? Ich kann die Nachricht nicht löschen. Das ist ja kurios. Ich sehe keine Nachricht. Die normale dürfte nicht mehr da sein. Ach so! Seit wann kann ich die denn noch sehen? Okay. Ike war sehr flott. Okay, nevermind. Streamer-Mod macht. Okay, nevermind. Code muss ich mir noch aufschreiben. Wir haben einen Spammer hier drin gehabt. Einmal bitte Ehren IK in den Chat. Der war fleißig, der gute IK. Au. Na, gehen wir da lang. Puh. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Oh, why, hello, Lorna. What do you have for us? Well, I just don't see why the cops bothered with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Well... Let the trash sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Solche Leute gibt es leider wirklich immer wieder. So, war hier irgendwo eine Seite? Nö. Dann rein. Because life is pain. Life is pain. Mit solchen Leuten definitiv. Alter, wie der Typ hier ganz alleine sitzt. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake.
Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. "Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you?" Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Es wird wieder spannend im Wald. Oh, ist das schön. Lalilu. Gar kein Bock im Du. Naja, das Spiel ist sonst eigentlich ziemlich offensichtlich in seinen Referenzen. Aber du musst mal darauf achten, Nightingale sagt sehr viele Autornamen. Das ist sein Ding, weil er von Alan Wake nichts hält. Aus Gründen. Da hinten ist irgendwas. Ja, da ist ein Auto, oh ja. There was no system reason for the power company work lights to be here. Yeah. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Danke. Hallo, Spießrundenlauf, da war was. Shush. In light, you can hurt them. Falls du es immer noch nicht verstanden hast, halt die Lampe drauf! So, ich sollte aber mal langsam mit den Blendgranaten aufhören. Also sollte ich mal auf die umschalten. So. Da ist die nächste Seite. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. So, ich musste da runter, glaube ich. Immer schön im Wald bleiben. Hier passiert mir nichts. Der Wald ist mein Freund. Na. Na. Na.
Night in the Woods. Schön. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. So ein Zugfahrer bei Nacht. Stelle ich mir auch schon sackromantisch vor. Also im guten Sinne. Außer wenn dann plötzlich irgendwas auf der Strecke liegt. The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. He keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. So, hier war irgendwo doch eine Kiste, glaube ich. Ja, genau. Hier war eine Kiste, hier war eine Kiste. Hier war eine Kiste. Wer mag wohl diese Kisten aufgestellt haben? Au! Den habe ich nicht kommen sehen. Das war dumm. So, ich habe jetzt erstmal wieder genug Munition. Dumm will ein Gum-Gum. Was? Oh, ich erinnere mich an das letzte Mal, wo ich hier war. So oft unnötig gestorben. So oft und unnötig gestorben. Ui, 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 so oft und unnötig. Ui, ui, ui. Vielleicht schaffen wir heute doch noch zweistellig. Ich hoffe nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bewegende Items konnten einem übrigens wehtun. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Okay, was war das? Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, jetzt flogen die Rohre. Ja, jetzt hat er keinen Bock. Leck mich! Leck mich! Ja! Wow! Gewöhnt euch nicht zu sehr an die Hüpferschrecker, Leute. Ab Donnerstag kosten sie wirklich Bits. Ach, komm schon!
wenn Ike dich lobt, Tadia, dann will das was heißen. Dann ist er stolz auf dich. Dann meint er das ernst. Alter Falter. Alter. Leck mich, ey. Ah, die Schubkarre! Die Schubkarre war's, die mich das letzte Mal so unnötig umgelegt hat. Scheiß Schubkarre. Ah. Ah. Schublade, Schublade. Hab ich Schublade gesagt? Ich meinte Schubkarre. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left. No guilt either. Not for him. I took a moment to savor the scream. Ich hab zu viel I had Delay. a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. I'm sorry? Oh Mann. Huch. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Sie guckt auf dem Fernseher, Tadia. Sie kann schlecht neu laden. Aber ja, sie könnte die Xbox einmal kurz die App runterfahren und neu starten. Vielleicht hilft's. Maybe it helps. Maybe it helps. Maybe it helps. Hi! Did you call 911? Hi! Jetzt mach vorne, Scheißtür! Oi, 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 oi. Au! Was war das? Da unten war was mit fluoreszierender Licht. Ja, toll, das war eine volle Hilfe. So. We take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Derleth's trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derleth, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derleth. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. What did you... Oh, Mr. Derleth, you have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host his 1,000 young, and all shall be glorious. Da passte das Alien-Geräusch gerade tatsächlich. Darling, be calm. Alvin Derleth learned a harsh lesson.
if you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. In Night Springs. Na? Schon wer Bock auf einen Ausflug in Night Springs? The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. So here's the real video in game started here. Was? Den Satz habe ich jetzt nicht so unbedingt verstanden, wie du ihn wahrscheinlich gemeint hast. Ich will die Batterien nehmen. Dreh nochmal. Ich will die Batterien. 3 Leuchtfackeln. Ja gut. Auch gut. Achso, die Batterien sind voll. Ja, never mind. Never mind. Hi. Nun. Nun, both Alan Wake and Control have real-life videos set to Game World. I did not notice that they did that in Alan Wake. They also did in Max Payne. They also did so in Max Payne, so... Okay, ich benutze jetzt die Granate. Ich habe die Schnauze voll. Batterien! Jetzt sind die fucking Batterien. Ich wollte die Granate benutzen! Ich wollte die Granate benutzen! Da ist sie. Okay. Auf die Plätze fertig. Bumm! Na toll! Danke für nichts! So long and thanks for all the am Arsch! Oh shit! Surreal? Surreal, ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, dass die Läuferfigur auf Englisch Bishop heißt. Das hat mich tatsächlich nicht aus der Fassung gebracht. Das irritiert mich gerade mehr als alles andere.
Wo sind sie? Da sind sie. Entschuldigt! Lecco mio, du. Das wäre mehr Stress, als alles andere nötig war. Ach, dich gibt's auch noch. Hi! La 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 la. So, das hat uns jetzt wie viele Tode gekostet? 2. So. Eieieiei. Ach ja, ich musste den Wagen benutzen. So war das. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Dieser Übergang war schon damals ziemlich abrupt. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man would clutch at a straw. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Oder die von einem durchgeknallten Schreiber. Wollt's nur mal erwähnt haben. La 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 la. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, ja, ist ein bisschen Slenderman, die Arrival-Vibes und so, ne? Nun. Da 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 da. This is Pat Main, and you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big-shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. So, wechseln wir den Wagen. Die Dunkelheit hat, dass sich das Kennzeichen gemerkt. Stelle ich mir jetzt zumindest gerade vor. Ui, meine Güte. Also hier würde ich ohne Navi 0 lang fahren. Ohne Witz. Wahrscheinlich hätte ich noch nicht mal Verbindung. Ah, so schön, ne? So schönes Licht. Schön. Ich brav immer den Motor ausmacht. Als ob er keine Angst hätte, dass plötzlich der Motor nicht mehr anspringt oder so ein Käse.
Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Oh, see, to me, that's strange, because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or, heck, childish even? Hey, there's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one. She was. And I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but, well, since then, and it was a long time ago, but since then there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her and moved on. I like my life. I'm not living in the past. Hier geht's um Philosophie, Abby, das kannst du doch nicht tun! You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. Ah, du sahst mir geradezu entspannt aus. Ach, verdammt. Ist das aufgefallen, ja? Verdammte Kacke. Ah. Silf hat Schluss gemacht. Das Bild ist weg. Das ist sad. Jetzt kann ich nicht mehr gucken, wie Pinocchio eine Nase kriegt. Sehr sad. So, ich erinnere mich, dass ich hier bei Nintendo Connect zweimal runtergefallen bin, weil ich zu schnell unterwegs war. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Wir müssen noch einmal das Auto wechseln. Wir müssen gerade nochmal das Auto wechseln. Oh, verdammt. So, was war hier? Oink. Joink. La 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 la. Hier war doch irgendwo ein Manuskript, oder? Ah, hier. For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. So, Mod heißt der nette Herr. Dem man am liebsten mit dem Schuh das Gesicht polieren möchte. Wuppi! Wo ich gerade drüber nachdenke. Hackel, bist du noch da? Ich erinnere mich ganz dunkel, dass du im Oktober vorbeikommen wolltest. Ist das noch ein akutes Ding? Nee. Das sind doch keine Besucher. So nämlich. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Bin noch da. Ja, Frage ist gestellt. Obwohl der Bergbau zunächst große Gewinne abwarf, nahm er im 20. Jahrhundert beständig ab. Es gab zwar reiche Vorkommen, an die jedoch schwer heranzukommen war, und die vulkanische Aktivität in der Gegend machte die Minenschächte besonders gefährlich. Kommt drauf an, wie du so Zeit hast. Wochenenden, ja. Freitags streame ich nur halt eben auch. With the nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away.
Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Hab jetzt 5 Wochen frei. Uiuiuiui. Natürlich könntest du, das ist auch vielleicht so eine Idee, Daniela und ich haben der 1. November-Wochenende haben wir vor, Tadia zu besuchen und nach Amsterdam ins Museum zu gehen, ins Van Gogh. Mal in den Raum geworfen. Ein Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake im Jahr 1970 flutete trotz verhältnismäßig geringer Stärke die meisten der tiefer gelegenen Tunnel oder ließ sie einstürzen. 32 Bergleute verloren bei dem Vorfall ihr Leben und alle Bergbauaktivitäten rund um Bright Falls wurden endgültig eingestellt. Heute stehen viele der einmal erhaltenen Gebäude als historische Wahrzeichen unter Denkmalschutz. Nun. Mal schauen. Jo. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. Gerade geht's erstmal nach The Essen new zum sun Spiel. turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind Wünsche hope. viel Spaß. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Hatte der eigentlich keine Uhr, dass er merkt, dass es schon weit nach 12 ist? Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by You you. want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ah! I'm gonna kill him. I had to get to Mirror Peak. It was close. Maybe closer than ever before. Ich würde mich freuen, wenn du mir jedes TCG und Wirbel-Freebie mitnehmen könntest. Stimmt. EK ist auch ein kleiner Pen-and-Paper und bunte Pappe-Enthusiast. Was mich an was erinnert. EK, wir haben heute beim Aufräumen was gefunden. Ich weiß nicht, ob das interessant für dich ist, weil du bist nicht so der Blizzard-Fan. Ich halte es mal gerade in die Kamera. Ich glaube, man sieht es nicht sonderlich toll. Es ist ein Würfelbeutel mit Diablo-Emblem drauf. Und hier sind ein paar Blizzard-Würfelchens drin. Die halt eben ein bisschen... Ja, es ist nichts anderes als Diablo mit Diablo-Fond-Würfel. Oh, cool! Oh, scheiße. Tadia? Oh, oh. Oha. EK oder Tadia? Fight! Also, wenn Interesse ist, mir egal. Ja, was denn jetzt? Sind das RPG-Würfel? Sieht cool aus. Wenn ihr euch davon trennt, nehme ich. Es dränge mich aber nicht vor. Das sind Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Von jeder Sorte ist hier einer drin. Da ist ein W4 drin. Da ist ein W4 drin. Da ist ein 8er, ein 12er, ein 20er und ein 100er. Ja. Aber ja. Klingt nach einem RPG-Set. Ja. Ist auf jeden Fall von jedem Würfel einer drin. Außer ein Zweier, weil eine Münze hat jeder ein Portemonnaie. In der Regel. Aber ja, okay. Kopf Tadia, Zahl EK. Hey Siri, wirf eine Münze. Kopf. Somit ist es entschieden. Demokratisch durch Siri. So.
schau mal, was ich auf der Spül so finde. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She I was hope they young, used the D4. vibrant and beautiful, full of life. Müsste ich He had aufmachen. never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Die Muse. Die Muse. Oh, unendlich Munition! Was kann man wohl damit anfangen? Oh, oh. Au. Fällt er mir noch vor die Füße und macht Schaden. Drecksack. Geht ja mal gar nicht. Huch. So. La 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 la. Da 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 da. So, hi. Ah nee, da lang. Du bist der Erste, der diesen Command je benutzt hat. Ich habe ihn vor Ewigkeiten rausgeschmissen, als ich auf Streamplan umgewechselt habe. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe Nero gerade den Paleo Pines Merch gezeigt. Wer hat die Würfel gewonnen? Kopf hat gewonnen. Kopf hat gewonnen. Soll ich den Watchtime-Kommando wieder reinmachen, Nelly? Nur für dich. Wessen Kopf? Tadia Kopf. What the hell? Mann! Da hat etwas keinen Bock! Gratz-Etagie. Schon gut, ich wäre jetzt eh kaputt. Wieso kaputt? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso kaputt? Müssen wir halt eben nur wieder einbinden. Ah, oh. Au! Au! Drecksäcke! Warum bist du nicht ausgeschwichen, Drecksack? Alan, kannst du überhaupt was? Oh oh. Uah. Au. Und ja, ich könnte natürlich die ganzen Sprengfässer benutzen, aber die brauche ich gleich. Oh oh. Die Sprengfässer brauche ich gleich. Alan kann leider nur aufwachen. Nee, kann er nicht. Aber es würde ihm helfen. Das stimmt.
So wird Zeit für die dicke Wumme. Da kommt es! Da kommt es! Da kommt es! Oh mein Gott! Moment. Ah! Uiuiui. Kommen Sie noch mehr! Kommen Sie näher, kommen Sie näher, kommen Sie näher und machen! Oh oh, nicht getroffen! Oh oh, oh oh. Das habe ich mir anders vorgestellt. Oh oh. Wow, 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 wow. Jetzt schieß! Lecko mio, oder? Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, nicht schön, aber selten. Nicht schön, aber selten. Lauf, du! Ah! Wow, 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 wow. Das war knapp am Arsch! Am fucking Arsch! Das gibt's doch nicht. Ah! Ah, lecko. Ja, sehr knapp, definitiv. Au. Ich laufe jetzt einfach. Ich laufe jetzt einfach. Fuck die Henne, ich laufe jetzt. Tschüss. Bye, have a good time. Ah! Au, au, au. Ein letztes Mal. Wieso ein letztes Mal? Na, ist bald 11. Ja, wir machen aber erst das Kapitel zu Ende. Hier gibt's kein Ende, bis das Kapitel nicht vorbei ist. Ist schon dunkel draußen. Ja, aber hallo. Nicht nochmal! Da. So, nehmen wir die Renault. So. Hi! So. Da. Ich finde es sehr schön, dass hier einfach so ein Sessel steht. Wunderschön, nicht? Kann man sicherlich den Ausblick genießen. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing.
Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Mit anderen Worten, es spielt mit seinem Kopf. Tja. Don't fuck with the trees. The hills are eyes. Ach nee. Das war ja ein wirklicher Film. Da, 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 da. Schwierig. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Sicher? Au! Schlimmer wie Bärenfallen, der Scheiß am Boden. Bumm! La 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 la. Bin ich richtig? Ne, da bin ich hergekommen, oder? Wo bin ich jetzt hergekommen? Bin ich da hergekommen? Ja, da bin ich hergekommen. So, ich sollte aber nicht zu viel von dem Zeug ausgeben. Das brauche ich noch. Da lang. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Und deswegen, liebe Leute, ist Nightingale hinter Wake her. Wer jetzt noch ausmachen kann, an wen der Mord geplant war, der kennt das Spiel schon. So, hier war irgendwo, genau. Ja, genau, da wollte ich ran. Warum sollte ich die fette Knarre verwenden? So. Dap, 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 da, 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 da. So viel Zeug. Wunderschön. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Mit der Pumpgun geht's zur Bank dann. Da 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 da. Au. Yippee!
Reflex. Nee, da geht's nur tief runter. Ich habe gerade einen Gedankengang und ich jinx es wahrscheinlich die ganze Zeit. So. So. Da ist The einer dark presence sauer. was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Guck mal, ein Friedhof. Wie praktisch. The graveyard shift may cause cancer. Wo ist der Sack? Da ist der Sack. Ich glaube, der hat sich verklappt. Na komm. Mach nicht so spannend. Wuddel, wuddel, wuddel. Gotta go fast. Gotta go fast, Igor. Gotta go fast. Alter, die Sau. So. Oh, Entschuldigung, Language. Pardon my Französisch. Ich hoffe, ihr könnt kein Französisch. Sonst wäre das jetzt peinlich. So. So, da ist die Manuskriptseite. I lifted the page in front of my eyes and read it. In it, I lifted the page in front of my eyes and read it. In it, I lifted the page in front of my eyes and read it. In it, I lifted the page in front of my eyes and read it. In it, I lifted the page in front of my eyes and read it. In it, I lifted the page in front of my eyes and read it. Wie Meta. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Vollmeter. Au! Krieg ich auch erstmal ein Kutschenrad an den Schädel. Au! Scheiß Karre. Dankeschön. Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Das mit den auf dich zu fliegenden Objekten erinnert mich voll an Dusche von Fahr in Urlaub. Das Lied sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich lausche später auf Spotify.
So. Ja, stimmt. Ich habe ja noch etwas zu lesen. Grey Peak Gorge. Die Minenstadt Grey Peak wurde 1928 gegründet und war eine der Siedlungen, die die Bright Falls Mining Company für ihre Arbeiter errichtete. Der Friedhof in der Nähe ist ein Zeugnis für die Gefahren, denen die Bergleute täglich ausgesetzt waren. Die meisten Männer, die im Lauf der Zeit ihr Leben hier verloren, wurden dort begraben. Eine düstere Mahnung zur Vorsicht für alle Hinterbliebenen. Grey Peak Gorge wurde über fast Nacht verlassen, als im Bright Falls Mining Company 1970 ihre Tore schloss. So. Da ist eine Seite. Da ist eine Seite. Doc sat down heavily. He examined Barry and Rose. Barry was already recovering. Rose was another story. She was conscious, but she was barely present, almost delirious, disturbed, touched in the head, they used to say. Geht zurück zum Auto, It wasn't the first time Doc had seen someone in such a state, but it had been over 30 years. Doc poured himself a stiff drink. He hadn't forgotten a thing. Was? Auto? Seite? Was? Du meinst das Auto, das ich gerade zerpflückt habe? Ich glaube, da komme ich nicht mehr zurück, oder? Meinst du hier? Ich will jetzt nicht den 10. Tod wegen einem dummen Clipping-Fehler haben. Nein, das rote rechts. Das rote? Ah! Nee, Batterien. Aber ich habe schon genug. Danke trotzdem. Hast gut aufgepasst. Alter, wo hier überall Batterien rumliegen. So, du da warst noch ein Problem, glaube ich. Sah das anleuchten? Ja. Der Indiana Jones Kühlschrank kommt. Der Indikut! Der Indikut! Okay, komm, ich hab die Schnauze voll. Oh. Okay, den Raketenwerfer sollte ich jetzt nicht weiter beanspruchen. Machen wir lieber damit. Ja, die Scheiße berührt mich hier die ganze Zeit per Default. Wir haben tatsächlich die 10 voll gemacht. Ich krieg zu viel. Ah! Wir haben die 10 voll gemacht, ich krieg zu viel. Und das nur, weil ich zu fucking kniepig war. Da ist... Janai. Bonk. Der da bei Default, ja genau. Übrigens, das ist das, was ich gesagt habe, dass ich nicht verschreien will, indem ich es laut auf dem Stream sage. Hat sich somit erledigt! Komm, jetzt ist mal gut hier. Lecko. So, ne? So, jetzt, ne?
Jetzt explodier endlich, du Scheiße! Oh oh. Jesus Christ. Safe Haven! So viel dazu. I needed a key for the door. La 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 la. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. What? I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. So. Schrotflinte weg. Jagdgewehr her. What a glow up. Ja, da hat das keinen Bock auf mich. Ah, nix wie weg hier. So. Wenn ich mich nicht ganz vertue, sind wir auf der Zielgeraden. Zumindest könnte da nicht mehr so viel kommen, an das ich mich gerade erinnere. Und dieses Mal bin ich an keinem Autounfall verreckt. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Spricht ja nur für den Intellenz. Oder so. Birds. Danger! Danger Zone! Ja, das so. Dilly. Let's go to Culver Lake. Ich weiß nicht, wie ich beim ersten Mal mich überhaupt nicht runtergetraut habe. Ich würde nicht so einen langen Lauf auch gegen den Kopf knallen, wenn du einen Kopf hast, ne? Das ist schwierig. Alice? Alice?
out of here. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness far worse than any ghost story they ever told or heard. Nice, huh? Stell dir vor, du erzählst dir Geistergeschichten, denkst dir die sonderlich viel und dann bist du weg. Nun, schwierig, nicht? Definitiv schwierig. Okay, wir haben so viel davon. Ich nehme die hier einfach. Dann ist die Leuchtfackel einfach das Worst-Case-Szenario. Da. Ah, apropos Leuchtfackeln. Haben wir wieder ein paar. Wunderschön. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought, just let me get through this. Was hat Nightingale denn? Außer dass er ein Arschloch ist. Hi. So schön, dass er wenigstens uns einen neuen Ausgang macht. Warum hat sie die Knarre denn jetzt gezündet? Das ist der andere Drecksack. Egal. Tschüss. Bye. Have a good time. Susa, das war gemein. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Okay, ich dachte, das ist alles noch das nächste Kapitel. So viel dazu. Hoppa. Hopp. Und hopp. Wenigstens sind die Rätsel in der Weg jetzt nicht so unbedingt rätselig. Cruelty! Oh Gott, die Maus! Die Maus hat uns geredet! Guten Abend! Was habt ihr denn da gerade gemacht? Hi! Hi! Habe ich jetzt aber nicht erwartet, dass da einer zu mir rüberkommt. Na, wie ist es? Der etwas andere Hüpferschrecker. Ja, wenn du vor allem nicht mit einem Red mehr rechnest. Ja, Abend! Abend! Was verschafft mir die Ehre, ein Raid-Opfer zu sein? Ich meine, es freut mich, aber... Hi! Na, was habt ihr denn gespielt? Ich habe das leider bei mir nicht... ich habe das nicht drin in meinem Skript, dass ich das angezeigt kriege. Good job! Ai. Aber ja, herzlich willkommen im kleinen Safe Space, der heute nicht so safe spacig ist. Hier passieren Dinge. Lol. Aua. Du bist da, du spielst ein gutes Spiel. Hab Phasmophobia gespielt. Ah, da möchte ich ja immer noch mich mit wem anderen zusammentun, damit ich mal das endlich mal spiele. Aber ich hab's ja noch nicht mal. Ich hab's irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. So. Was wollte ich jetzt? Alex, denk nach. Eben hast du noch gesagt, die Alan Wake-Rätsel sind nicht so schlimm. Aber jetzt stehst du hier wieder Ochs vom Berge. Ah ja, ich muss hier runter. Oder so, genau. Ah! Nein, nicht nochmal sterben. Nein. Da muss ich ran. So.
Ah, jetzt bin ich einfach eine Etage tiefer. Nevermind. 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 Da oben muss ein Schalter sein. Den bin ich jetzt einfach nur zu dumm zu finden. Aber ja, ein gutes Spiel. Ich gehe mal davon aus, du freust dich auch schon auf Alan Wake 2 Ende Oktober. Oh, und danke für den Follow. Herzlich willkommen jetzt offiziell im Safe Space. Auch auf deiner Follow-Liste. Sag mal, wo ist denn hier der ganze Käse? Deine Katze reflektiert das Sonnenlicht so schön. Ach so, okay. Das ist, nice. Ach, treten. Bonk. Ha, ha, ha. Ah, dieses Rätsel war so simpel, dass das schon wieder zu hoch für mich war. So. So. Mal sehen, hab den ersten auch noch nicht gespielt. Ach so! Ja, dann, lass dir gesagt sein, ist gut. Ist gut. Auf YouTube werde ich die ersten 2 Teile hochladen. Das hier ist schon Episode 3 von 5. Mal gucken, ob ich noch die DLC-Episoden spiele. American Nightmare Alan Wake kann man eigentlich in eine Tonne kloppen, aber ich überlege noch, dass ich das auch noch in den Spuktober bei mir ein Doktor. Schauen wir mal. Und Alan Wake ist ein begnadeter Treter, wie man sieht. Alles, was er tritt, fällt um, geht kaputt oder macht Bumm. Kannst dir aussuchen. So. La 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 la. Und da sind wieder Leuchtfackeln. Da 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 da. Ah, noch eine Manuskriptseite. Na hallo. Hallo. Oh, fokussieren. Was fokussieren wir denn? Da ist ein Mädchen unterwegs, ja. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." Sind die Alten vielleicht doch nicht so dement? Ups, runter. Ich muss mir aber direkt verabschieden, sonst platzt gleich meine Blase. Viel Spaß noch. Jo, ich drück dir die Daumen, dass du doch rechtzeitig auf Klo schaust. Und danke für den Raid. Danke, danke, danke. Und schönen Abend noch. So, da mussten wir rüber und dann haben wir's. Meine ich. Hallo! Vielleicht sollte ich einfach die Taschenlampe nur auf meine Stirn machen. Dann reflektiert das in alle Richtungen. So wie eine Flashbang. Ich finde Probleme. Ich löse Probleme, die kein Mensch hat. Ich meine, es könnte funktionieren. So. Hopp. Warum wechselt der hier eigentlich immer zu dieser Leuchtknarre? Die Vögel haben nicht getroffen. Es sind noch irgendwo welche. Oder? Oh oh. Ah. Oh no. Hopp.
Hauptsache, wir sind über den drüben angekommen. Hey! Au, au! Sag mal! Wie höflich ist das denn? Gebt euch ein bisschen Boden zum Frühstück. Bestimmt schon nach 0 Uhr. Kann man vor Frühstück reden. So. Oh, der erschreckt mich auch immer wieder. Heide Witzka. Leck mich in der Tasche. Leck mich in der Tasche. So. Oh, weit kann es doch nicht mehr sein. Ah, hier brennt's. Schön. Guck mal, Milch! Ich laufe jetzt einfach weiter! 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 Ah! Cauldron Lake. Cauldron Lake ist der 8. tiefste See der Welt und ein kalter See, der sich in einem Vulkankrater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit vulkanischen Erdbeben von 1970 nicht ausgebrochen. Doch selbst dann war die unterirdische Aktivität vergleichsweise gering. Es entstand zwar Sachschaden, Todesopfer gab es jedoch keine. Cauldron Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Bright Falls. Um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden der Einheimischen. Der See ist ein beliebtes Erholungsziel für die Bewohner des Gebietes. Ach so. Ach so. Kennt man, ja? Ach ja. Was kann da nur schief gehen? Alles. Everything. Ich habe keine Ausdauer mehr. Bum, bum, bum. So. Okay, irgendwas wirft. Daneben. Oh shit. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn. But there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Ha, was konnte das wohl bedeuten? Na? Stupse ich euch gerade mit einer Nase auf einen Plot-Twist drauf, der gleich überfällig ist? Ja. Wahrscheinlich. Ich hätte sowas von Angst, wenn ich das in echt machen würde, dass das dann runterfällt. Das da erst recht. So. Musste ich durchs Haus? Ich glaube ja. Treter Lake ist wieder da! So. Ich habe schon sehr lange den Revolver nicht mehr benutzt. Also nicht so, als hätte ich den Need dafür. So. Hopp, 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 hopp. Ich gehe einfach. Tschüss. Hi.
Wie viel von den Viechern kann man ausweichen, bevor das Skript sagt, so leck mich, das geht so nicht. So nicht, Freundchen. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Get there fast. I dreaded what I would find. Wo ich jetzt gerade noch mal die Geschichte von in dem Alan Wake DLC von Hey, I'm here! I'm coming! Control nachdenke. Hartman hat ja noch mal seinen richtigen Auftritt da. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make him play ball. You see? They got him writing for us. Please. Please. Oh, I'm sorry. Please don't hurt me. Ende. Ich kann mich an die Line dachte, ich wäre später im Spiel gewesen. Alter. Oh my, what a rare. Belassen wir es dabei. Na, ging nur eine halbe Stunde länger dann. Ja, nun. Wir haben aber die 10er geknackt. Ich bin nicht stolz drauf. Ich bin nicht stolz drauf. Ich habe damit nicht so schnell gerechnet. Aber gut, irgendwas ist ja immer. So, Episode 3 von 5 haben wir uns. Sind es nicht nur noch 2 Episoden? Yes, es sind noch exakt 2 Episoden. Aber die werden länger sein. Das heißt, Donnerstag werden wir definitiv nicht fertig. Aber ja, da kommt noch was. Und wen raiden wir heute Abend? Es ist ein bisschen spät, die meisten Leute sind schon weg. Wir könnten Venom raiden. Wollen wir Venom raiden? Komm, wir haben Venom schon lange nicht mehr geradet. Was macht er eigentlich gerade? Just Chatting macht er. Dann lasst mich schon mal vorgehen. Was der Gute da so macht. Warum gucke ich mich selber an? Hat es Sil versucht, mich zu raiden und es ging nach hinten los? Kann das sein? Das ist sonst gerade die einzige Erklärung, die ich habe. Nun. Aber ja, dann geht's rüber zu Venom. Ich danke, dass ihr alle heute beim... Ich danke dafür, dass ihr heute beim... Ich habe vergessen, hier was wegzumachen. Toll. Ich danke, dass ihr da beim allerersten Stream des Spuktober dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet bei Alan Wake viel Spaß. Ich werde wegen der Soundgeschichten am Donnerstag hoffentlich eine Lösung haben
und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und ignoriert bitte Karmesin, purpur, Karmesin, purpur, purpur. Ignoriert bitte nicht Karmesin und Purpur. Ignoriert die Couch, die ihr da hinten so schön seht. Ja, wir sehen uns drüben bei dem guten Venom und ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Tschüss.